Moin Leute, in diesem Tutorial erstellen wir langsam unsere Fabrikmauer zusammen, bauen die zweite Etage und dann wird noch mit UV-Maps gearbeitet. Ja, dann fangen wir mal an. Ja, moin, herzlich willkommen Leute zu unserem nächsten Part. In diesem Part erstellen wir unsere zweite Ebene, ja, die Wände für unsere zweite Ebene, den Obergeschoss. So, und dazu nutzen wir wieder, wie gesagt, dieselben Mauern und werden einfach die Fundamentflächen hier, ja, die herausnehmen. Das ist eigentlich schon alles. Und werden auch gleich, wie gesagt, große Fenster, kleine Fenster einsetzen. Und dafür nutzen wir natürlich unsere Templates. Ja, okay. Gut, dann fangen wir mal damit an. So, zuallererst habe ich eine Sache beim letzten Part vergessen. An dieser Tür, wir haben ja unseren Türgriff hier erstellt und den möchte ich erstmal mit unserer Metalltür hier erstmal joinen. Ja? Das machen wir jetzt eben. Wir gehen in Edit-Modus, selektieren den Griff und die drei Teile noch. P für Separate. So, und jetzt selektieren wir diese drei, Shift gedrückt halten und mit dieser Tür Steuerung J verbinden. So, RZ, probieren das mal aus. Ja, super. Ja, und dann dieses kleine Stück hier noch, den verbinden wir jetzt mit dieser Tür. So, haben wir auch. Und ja gut, die Tür, der Origin, sitzt gerade an einer falschen Stelle. Den könnten wir auch hier noch mit reinsetzen. Hier an der Kante. Dafür gehen wir auf Edit wieder, wählen die Kante hier aus. Shift S, Cursor to Selected, damit der 3D-Cursor hier rüberspringt. Ja, und dann Object Set Origin, Origin to 3D-Cursor. So, das war's auch schon. Alles klar. Gut. So, als nächstes möchte ich unseren Projektdatei hier mal ein bisschen aufräumen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier unsere Ordner erstellt für Wände und Fenster. Hier ist ja alles drin. Wir erstellen jetzt einfach New Collection, Doors, Gates. So. So, und hier werden wir unsere Türen und Tore, was alles noch dazu kommt, einfach hier reinschieben. Perfekt. Geben unseren Ordner eine Farbe wieder. So, jetzt haben wir Fenster, Erdgeschoss, Wände. Und weil wir jetzt in diesem Part die zweite Wände oben setzen, für die zweite Etage, machen wir jetzt auch schon mal eine New Collection hier hin. Sagen wir Second Floor, so, Obergeschoss. Ja, gut. Alles klar. Soweit, so gut. So, jetzt selektieren wir einfach diese Wand, die simple Wand. Shift D, duplizieren. Ja, einmal loslassen. M. Und dann gehen wir zu den Ordnern, die wir neu erstellt haben. Und die schieben wir hier rein. Ja. So, gut, dann haben wir das erledigt und dasselbe machen wir jetzt, ja, mit allen hier am besten. So, Shift D, M und dann hier rein. So, hier genauso, die beiden, Shift D, einmal loslassen, M, hier rein.
So, das war schon. Es geht ja nur um die Wände hier und keine Türen. Und genau, jetzt haben wir die fertig. Jetzt gehen wir mal hier rein. Ja, jetzt können wir diese hier eigentlich ausblenden. So, Fenster und die Türen. So, okay. Gut, jetzt können wir uns ganz in Ruhe mit unseren Wänden für die zweite Etage kümmern. Okay, gut, dann blenden wir mal das Fenster hier mal weg. Und hier öffnen wir mal unseren UV-Editor. Soweit, so gut. Okay. So, was machen wir jetzt hier? Wir werden einfach diese Mauern mit diesem Moos hier, mit diesen Fundamentflächen hier entfernen und mit dieser Ziegelmauer versehen. Das ist einfach alles. Das geht eben schnell. Wir selektieren mit Face Select diese Flächen hier. Ja. Am besten gleich einfach alle. Moment, das machen wir mal so. Alle selektieren. Ja. Edit-Modus. Und in Face Select komplett alle Flächen, die vorderen, anwählen. So. 1. Seitenansicht, besser gesagt Vorderansicht. Da stimmt was nicht. Warum ist der Origin? Okay. Da sind welche selektiert. Ich sehe gerade, da müssen wir aufpassen. Einmal alles abwählen, also die hier und nochmal. So, 1. So, näher ran. So. Steuerung-Tasten gedrückt und einfach gerade stellen. So, perfekt. Gut, jetzt gehen wir mal aus Edit-Modus wieder raus. Selektieren unser ersten Element hier. Mit Komma zoomen wir rein. Alt-Taste gedrückt und die Kante wählen. Somit habt ihr die ganze Fläche umzu. Shift-Taste und nochmal hier oben. Super. Materials, ja, und dann Mauerwerk einfach und zuweisen. So, jetzt passt das natürlich hier wieder nicht, ja. Dazu öffnen wir unseren Ziegelmauerwerk. Hier. So. Gut. Und wenn ihr jetzt seht, besser gesagt, wenn ihr gar nichts von dem UV-Map, die ihr gerade gewählt habt, wenn ihr das jetzt gerade nicht seht, dann müsst bei euch gleich klingeln, aha, da stimmt was mit dem UV nicht. Dann klickt ihr hier drauf, hier, ja, und wie ihr seht, ist das auf New UV Map gerade selektiert. Wir müssen immer darauf achten, ja. Ich werde mich in jedem Part wahrscheinlich mehrfach wiederholen deswegen, aber das ist sehr wichtig. So, wir klicken jetzt diese Haupt-UV. So, jetzt haben wir unseren UV-Map hier zu sehen. Gut, jetzt wählen wir diese oberen. Ja, das ist die Textur von dem Mauerwerk. So, und jetzt wählen wir die aus. Ja, so, gehen auf unseren UV-Editor, drücken L. So, nochmal L. Jetzt haben wir diese 6 hier ausgewählt. Gehen mit G, Y runter. So, und skalieren das auf die Breite von dem oberen. So, gehen ein bisschen näher ran. G, Y runter, ungefähr auf die gleiche Linie bringen. So. Und das war's. Genau. Ja, und dasselbe tun wir jetzt für die ganzen Mauerwerke jetzt. Ja?
Okay. Ach so, ja, wir brauchen ja die vorderen nur. So. So, das war's auch schon. Okay, gut. Die Texturen sind wir jetzt fertig. Perfekt. Als nächstes möchte ich von diesem Mauerwerk mit dem großen Fenster jetzt noch eins erstellen. Ja. Wir selektieren das hier, Shift D, duplizieren das und schieben das mal hier rüber. So. Okay. So. Ich möchte von einfach zwei unterschiedliche große Fenster haben, weil ich die mehrfach wahrscheinlich benutzen werde für meine, ja, für unser Gebäude. Dazu nehme ich jetzt einfach mal diese hier, gehe mal auf 3 Seitenansicht. Ja, wechsle ich erstmal, gehe ich mal hier rauf, okay. Den schiebe ich jetzt einfach mal ganz nach rechts. So. Oder ich blende den mal kurz aus. Ja. Selektiere den und den schiebe ich mal ganz nach links. So, blende den anderen wieder ein. So. Und ich möchte mit den Fensterscheiben ein bisschen was machen. Also die Texturen mal wieder versetzen, damit es unterschiedlich aussieht natürlich. Da gehen wir einfach mal auf unser... Ist das das? Ja, okay. Gut, das scheint dieser hier zu sein. Gut, gehen wir hier rauf. Hier. So, also diesen Fenster, die rechten nehme ich jetzt und nehme mir einfach für diese Fläche mit A, selektiere ich jetzt alles und schiebe den mal hier rüber. Dann nehme ich diese hier, schiebe den mal einen nach oben, so ungefähr. So, ja. Als nächstes nehme ich diese hier, nehme ich mal diese. So, okay. Super. So, jetzt, es ist immer gut, wenn man weiß, welches Fenster wir haben. Dann mache ich das mal anders. So, gehe auf Shade Editor. So, das ist jetzt Black Window Version 2. Ja. So, das ist jetzt Black Window Version 1. Ja. Und jetzt gehe ich hier drauf, wähle das Fenster aus. So, da haben wir es. Okay. Gut, jetzt nehme ich den mal hier weg. A, alles selektieren, G und schiebe den mal hier hin. So, dann nehme ich den hier. A, G, bewege den nach oben. So. Gut. So, okay. Nehme ich diese hier. Schiebe den mal hier runter. Dann nehme ich diesen hier. A, G und schiebe den mal hier hin. Und den hier noch. Ja, genau. So, jetzt habe ich den zweiten schon fertig. Okay, jetzt soweit so gut. Ja, das gefällt mir schon. Okay, alles klar. So, als nächstes möchte ich diese Zwischenwand erstellen, ja, wo diese ganz kleinen Fenster drin waren. Besser was von der Höhe klein, also in der großen Breite
Ne? Und so ungefähr in dieser Größe hier. So, und das möchte ich auch noch hier erstellen. Damit fangen wir jetzt auch an. Wir öffnen mal eine neue Kollektion hier. New. So, wir nennen das mal, ja, Top Wall. Ja, oberste Decke. Ja. Ja gut, nennen wir die Nummer 3. So, okay. So, dann nutze ich diese Mauerwerk hier. Ja, mit diesen Fenstern. Ja, okay. Shift D, duplizieren das. M, schieben das gleich mal in den Ordner rein. Okay. So, dann haben wir das. Jetzt blenden wir die anderen jetzt wieder weg. So, gehen auf 3, Ansicht. Ja, okay. So, das heißt, wir müssten jetzt die Höhe jetzt bestimmen. Und das wäre jetzt natürlich diese, ich glaube, diese 2 Meter. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Mauerwerk die obere Kante hier auswirkt. Aber wir müssen mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir gehen erstmal hier rauf. Nehmen diese Fenster hier. Oder den ersten. Isolieren das. Und die schneiden wir erstmal raus. Ja, die Höhe. Gut, dann gehen wir auf Wireframe. So. Gehen auf Circle Select. Und wählen mal die untere Fläche raus. Schauen uns das mal an. Aha, okay. Also hier, ab hier nehmen wir die. So. Shift-Taste gedrückt. Ja. Ich gehe nochmal auf zoom das mal, damit ihr seht, welche ich meine. Ja. Ne, die muss bleiben. Also hier, diese. Nochmal zurück. Ab hier. So. Genau. Diese unteren Vertices hier, das ist ja vom Rahmen, die soll bleiben. Gut. So. Shift-Taste gedrückt dabei und dann die auch noch. Und die auch noch. So, und dann den Rest. Genau. Die löschen wir jetzt. So. Okay, da haben wir das erledigt. Ja. Genau. Und das machen wir jetzt mit denen hier auch. Genau. Isolieren mit Backslash. Genau. Entfernen. So. Und den. So, dann haben wir das auch erledigt. Okay. Als nächstes gehen wir jetzt, machen wir das so. Das Schöne dran ist, weil wir jetzt in Rastern gearbeitet haben, können wir das zumindest in diese Höhe reinbringen. Das ist jetzt diese hier. So, Steuerung R. So,
Also in der Mitte aus ist das hier auf die Linie gewesen. Mit einem Raster gehen wir jetzt auf diese Höhe. Ja, hier genauso. Steuerung R. Perfekt. Okay. Gut. So, und jetzt löschen wir mit Alt-Taste gedrückt diese Flächen hier zu. Faces. Genau. So, und dann nehmen wir noch diese hier. Diese hier. Faces löschen wir. So, und jetzt gehen wir jetzt einmal auf Wireframe. Ja. Selektieren jetzt alles. Moment. So, nochmal. Das ist jetzt ein Mauerwerk. Oder wir können das auch ganz anders machen. Wir wählen jetzt alle aus. Ja, alle. Ich merke hier gerade was. Da sind ein paar kleine Elemente. Die sind wahrscheinlich nicht mit rangekommen. Die müssen wir natürlich auch mit löschen. Gut, okay. Wir klicken mal an. Einmal alles selektieren, damit wir erkennen können, wo was noch übrig ist. Okay, es ist nur das kleine Stück hier. Den klicken wir jetzt erstmal mit Vertex Select an. Ja. Den löschen wir. So. Klicken wir den nochmal an. In Edit-Modus. Selektieren. Okay, hier ist nichts. Hier. Okay, hier ist auch nichts. Gut. Wir selektieren jetzt alles wieder. Außer diese hier. Mit L. Ja. Und löschen. So. Jetzt muss es sauber sein. Okay. So. Okay, jetzt haben wir alles selektiert. Wir gehen auf Edit-Modus. 3. Alles ist selektiert. So, jetzt mit den Steuerungstasten hier runter. So, dann haben wir das auch geschafft. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Schauen uns das mal an. Ja. Gut, ist noch bearbeitungswürdig, aber ich schätze mal, ich weiß jetzt nicht, ob das zu hoch ist. Ihr könnt es ja in den Kommentaren mal reinschreiben. Also ich bin jetzt kein Architekt, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass das müsste eigentlich reichen. Ja. Ja, und schon haben wir so ein Teil fertig. Ja, damit bin ich eigentlich zufrieden. Das reicht für mich. Genau. Ja, und dann geht's weiter. So Leute, wir fangen jetzt an, unsere erste große Mauer zu bauen. Ja? Und dafür bereiten wir jetzt unsere ganzen Elemente jetzt vor. Und wir fangen gleich mit dem hier an. Wir werden jetzt unsere Mauerelemente alle zusammen verbinden. Ja? Erst die Fenster hier, dann die Mauer, Streuung J. Ja? Jetzt haben wir es gejoint. Das ist jetzt ein Element. So. Und danach, weil wir unten ja die ganzen Fundamentflächen hatten, passt das jetzt mit dieser Linie nicht mehr. Das sollte eigentlich schon ausgerichtet sein. Das machen wir jetzt. Wir gehen einmal auf 7, gehen auf Wireframe, ja, gehen auf Edit. Jetzt haben wir alles gejoint, drücken aber trotzdem A, ja, alles selektieren, gehen hier rüber, G, X, mit Steuerungstasten, genau, dass es genau an der Kante ist. Ja, das sieht schon mal gut aus. Okay. So, das ist erledigt. Das ist jetzt diese Zwischenwand, die blenden wir jetzt aus. Und jetzt machen wir dasselbe jetzt mit diesen hier allen. Erstmal alles joinen. Zuletzt immer die Wand. So.
So, okay. So, unsere Wände sind jetzt alle gejoint. Und hier genauso, wir müssen die Mauern alle auf dieser Linie erstmal einrasten lassen. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir wählen jetzt alles aus. So, kontrollieren nochmal. Ja, okay. Gehen auf Top-Ansicht. So. GX. Steuertaste gedrückt und dann, ja, Wireframe. Okay, das ist ja diese Fläche hier. Da müssen wir ran. GX. Steuertaste gedrückt und hier rüber. So, überprüfen das bei den anderen. Ja, passt. Perfekt. Okay, dann haben wir das auch erledigt. So, den blenden wir jetzt aus. Was fehlt noch? Genau. So, unsere Elemente hier. Wir gehen das jetzt so vor. Den. Ja. Den. So. Okay. So. So, das ist jetzt die Zarge, ja. Die verbinden wir. So. Nur die Tür. So, die Tür belassen wir so, ja, weil vielleicht will ich die auch drehen, ich weiß es noch nicht, ja. Das können wir so belassen, genau. Alles klar. Okay. Und jetzt ist das so, jetzt ist diese Kollektion mit den Fenstern, da ist nichts mehr drin, ja, die können wir jetzt löschen. So. So, und da ist Doors und die Türen sind ja noch hier drin. Aber das war ja nur für unseren Überblick gedacht. Die können wir jetzt eigentlich hier mit reinbringen. So, jetzt können wir das auch löschen. So, gut, Erdgeschoss, Obergeschoss und die Zwischendecke, Zwischenwand. Ja, dann haben wir es alles. Okay, gut, das ist ja unser Erdgeschoss. Den belassen wir so, wie es ist, auf diese Ebene. Nur den schieben wir mit, wir gehen mal hier auf Transparenz, ja, und wählen mal alles aus hier. Schauen das mal an, okay. Und rastern das mal hier rüber. Ja, okay. So, jetzt blenden wir die aus. Die zweite. Hier genauso. Wählen alles aus. Die bringen wir. Ja. Machen wir einen weiter. So, Platz schaffen. Okay. Und als nächstes diese hier. Genau. So, und die schieben wir. Und die können wir hier zur Seite schieben. So. So. Okay. Jetzt blenden wir alle wieder ein. So, das sind unsere Elemente. So, die sind, geben wir jetzt auch eine Farbe. So, alles schön einheitlich. Genau. Gut. So, jetzt sind wir soweit fertig. Wir können jetzt mit der ersten großen Mauer jetzt anfangen. Ja? So, wir schieben mal diesen Fenster zur Seite. So, damit wir mehr Platz haben. Okay. Jetzt erstellen wir eine neue Kollektion und die nennen wir Fabrikgebäude, ja, Final. So, wir nennen das mal Final. So, und in dieser Kollektion werden wir unsere komplette Fabrik jetzt zusammenbauen. Ja, fangen wir einfach an. Wir selektieren die ganzen Elemente hier, prüfen nochmal. Ja, alles da. Mit M moven wir das in unsere neue Kollektion, die Duplikate. Und jetzt können wir die erstmal wegblenden. Okay, gut, da haben wir das erledigt. Jetzt ziehen wir die mal ein bisschen rüber auf diese Seite. So.
Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wo wir unser Projekt hier starten. Also das ist die Mittelfläche und ich gehe mal davon aus, dass wir das ja hier in diesen, oder wir nutzen diese Y-Linie, ja, das wird die Ecke sein und hier werden wir unsere Halle bauen, unsere Fabrikgebäude sozusagen. So, und dafür nutzen wir jetzt einfach diese erste einfache Wand. Die ziehen wir jetzt mal hier rüber. So, gut. Jawohl, okay. Jetzt fangen wir an, erstmal die Ecke für unser Mauerwerk zu bauen. Ja, und damit fangen wir also an. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran. So, wir gehen jetzt auf 7 Top-Ansicht. Einmal mit Komma ranzoomen. So, gut. N Screencast einmal einschalten. Gut, jetzt ist das ja so, wir haben eine Stärke von 40 cm Wandstärke. Ja, und jetzt möchten wir das, wenn wir das in der Ecke platzieren, möchte ich in der Ecke hier so einen Betonpfosten hier setzen. Das habe ich bei einer Fabrikhalle schon mal gesehen und das möchte ich jetzt hier auch machen. So, 50 hier Luft lassen, Shift D, duplizieren wir jetzt diese Wand, R, rotieren das und ziehen das mal hier rüber. So, genau. Okay, gut. Dann haben wir das auch schon mal. Mit Shift A erstellen wir uns einen Cube. Wir gehen auf 1 und ziehen das nach oben. Ja. In Edit-Modus, Face Select. Wir haben hier den Transparenz. Ja, Ansicht, dieses X-Ray, den schalten wir mal aus. So, wir gehen auf 1, ziehen das hier runter, so, oder machen wir das in der Höhe, machen wir das so mit der Fundamenthöhe, ja, okay, Alt-Taste gedrückt, die Seitenflächen, ja, die nutzen wir jetzt. Wir skalieren jetzt mit Shift Z. Ja, mit Shift Z bedeutet, dass wir die Z-Achse ausschließen und nur den Umfang skalieren, ja, die X- und Y-Achse. So, Steuerung-Taste gedrückt und jetzt skalieren wir das mal runter. So, was haben wir jetzt hier? 60. Gut. Okay, wir gehen mal auf Top-Ansicht. Mit G, Steuerung, rastern wir das mal hinein. Okay, soweit so gut. Ja, gut, okay. Und jetzt nehmen wir nochmal die Facefläche hier. Ja. Obwohl, ich mache es vielleicht doch geradlinig. Ist das vielleicht zu viel? Kann es vielleicht sein? Wir schauen mal kurz mal hier ran. Machen wir ein bisschen näher. So 5 cm rausguckt. Ja. Auf der anderen Seite genauso. So. Und dann skalieren wir das mal bis zur oberen flachen Decke. Ja, perfekt. Sieht schon mal gut aus. Gut. Und jetzt möchte ich gleich dieser Ecke hier, diesen Pfeiler sozusagen, Betonpfeiler, gleich eine Textur geben. Nennen wir das auch so. Betonpfeiler. So. Und ich habe eine Textur schon von polyheaven.com runtergeladen. Ja.
Die werde ich aber in der Videobeschreibung auch verlinken. So, wir klicken einmal Principal BSDF, Steuerung Shift T, gehen auf unsere Texturen. So, und das ist die auch gleich. Ja, passt auch zu der Farbe mit dem Fundament. So, jetzt haben wir unseren Cube ja skaliert hin und her. Dadurch ist die Textur natürlich gestretcht. Ist überhaupt kein Problem. Edit, A, alles selektieren. U, Unwrap oder Cube. So, jetzt haben wir hier, das ist normal, die Textur wiederholt sich fast auf jeder Seite. Ja? Um das zu verhindern, nehmen wir mal eine Kante hier, die hintere hier, die sieht man ja nicht, und wählen noch diese Kanten zu. So. Und die untere. So. Okay. So, jetzt haben wir hier diese Kanten gewählt. So, das kennt ihr bestimmt von anderen Tutorials. Wir werden jetzt einen Schnitt machen. Wir schneiden sozusagen die Fläche auf. So, und das machen wir mit Steuerung E. Eine Schnittkante ziehen, Mark Seam. So, jetzt ist das rot markiert. Hier ist jetzt eine Schnittkante drin. Und jetzt können wir mit A, mit Unwrap, und jetzt hier einfach nur unwrappen. So, und jetzt wird sich die Textur über die ganze Fläche, die von der Schnittkante gemacht wurde, verteilen. Und somit haben wir eine schöne Textur. Gut, jetzt möchte ich noch diese Kante hier, diese und diese hier, da möchte ich noch ein Bevel ziehen. Steuerung B, so ungefähr. So, perfekt. So, somit haben wir unsere Ecke schon mal fertig. Okay, gut, jetzt möchte ich, das ist ja die Ecke und das ist die Vorderseite von unser Fabrikgebäude. Hier kommt nachher eine ziemlich große Schiebetür, würde ich hier reinsetzen, in den vorderen Bereich. Und ich möchte, ja, so eine Eingangstür setzen. Ja, so eine kleine Eingangstür. Dann nehme ich jetzt diese hier. Und ich mache jetzt eine Sache. Kleinen Moment. So, die Tür ist ja noch nicht geparent. Damit wir jetzt nicht damit uns rumärgern, wir werden jetzt die Tür, das hier auch, mit Shift-Taste gedrückt immer, und zuletzt die Mauer wählen und Steuerung P ein Parent setzen. So, und jetzt, wenn wir die Mauer jetzt wählen und bewegen, kommt die Tür mit. Super. So, und die ziehen wir jetzt hier rüber. Und ziehen das einfach hier rüber. So, super. Gut, jetzt könnt ihr alles nachmachen, was ich jetzt auch tue, oder ihr bastelt euer eigenes Mauerwerk jetzt. Ja? Ich fange jetzt einfach mal an mit dem kleinen Fenster, besser gesagt nicht die erst, das ist der Obergeschoss. Hier, die ziehe ich jetzt auch rüber. So, genau. Okay, als nächstes nehme ich jetzt oder ich nehme ein großes. Ich nehme ein großes Fenster. So, zieh die mal rüber. So, das haben wir dann auch. Sieht gut aus. Ich möchte
von diesem großen Fenster Shift D duplizieren und noch einsetzen daneben. Jawohl. Okay. Gut, jetzt nehme ich, oder ich nehme den hier jetzt, den ziehe ich jetzt auch rüber. So. So. Und jetzt nehme ich den kleinen. Genau. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt nehme ich den langen Fenster wieder, Shift D, gehe hier rüber, Shift D, noch eins, ja, okay, alles klar, soweit so gut, okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Gut, jetzt nehme ich Shift D, diese Mauer, und setze diese Ecke einfach dahinter. Passt, perfekt. So, und jetzt nehme ich diese hier. Ups, zurück. Shift D. Die schiebe ich hier rüber. So, und hier müssen wir das natürlich jetzt ausrichten. So. Aber wir müssen sie noch rotieren. Ja, genau, perfekt. Jetzt nehmen wir unseren Betonpfeiler hier, Shift D, und ziehen das mal rüber. Gehen wir auf 7, Komma, und ziehen das mal hier rüber. Okay, so. Den müssen wir jetzt rotieren, ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben jetzt nicht aufgepasst. Seht ihr den Origin? Der Origin sitzt irgendwie total falsch hier, ja. Da machen wir einfach mal das so. Wir nehmen jetzt einfach diese Kante hier, ja. So, Shift S, Cursor to Selected, Object to 3D Cursor. So, und jetzt setze er da. Jetzt kann ich den genau auf dieser Achse auch rotieren. Rotieren wir. So, und schieben das mal rein. Jawohl, perfekt. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Alles klar. So, okay. Wir haben schon mal den ersten Abschnitt hier fertig. Das ist schon mal gut. Jetzt nehmen wir uns den Obergeschoss. Fangen wir damit an. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das mal so. Wir nehmen jetzt, wählen mal diese alle 6 Mal, gehen auf 3 Seitenansicht und setzen das mal in die Höhe. Schon mal. So, genau. Und schieben das schon mal hier hin ungefähr. So ungefähr. Ja. So, es ist ja so, wir haben ja hier bei diesem Mauerwerk diese Fundamentplatten gehabt und die haben wir wieder reingedrückt, ja, um 5 cm, damit es flach ist. So, und deswegen liegt dieses Fundament ja mit der Y-Linie geradlinig und diese 5 cm müssen wir jetzt wieder reinschieben. Also besser gesagt, die Mauer müssen wir jetzt um 5 cm jetzt wieder reinschieben, ja. Okay, gut, das machen wir ganz einfach. Wir gehen einmal auf 7, Top-Ansicht, und mit Steuerung setzen wir das einfach auf diese hintere Fläche. So, dann passt das auch schon. Jawohl. Okay. Wir haben hier unsere einfache, die schieben wir jetzt mal, ups,
Ja, die können wir eigentlich eine gleich hier rüber. So. Ne, passt nicht. Gut. 3 Seitenansicht und schieben das mal genau dorthin. Okay. Shift D. Steuerung. Jo, hier passt das schon. Perfekt. So, als nächstes müssen wir mal, ja, nehme ich die. Ja, das ist jetzt wieder, ich schiebe die mal nach oben. Ich möchte die hier nehmen und die platziere ich mal dorthin. So, ja. Shift D. So, 2 Stück. Und die platziere ich hier hin. Genau. So, dann nehme ich den dorthin. Im Prinzip genauso. Und hier den. Ja. So, jetzt können wir den auch wieder hier rüber schieben. Das passt natürlich nicht. So. Und hier runter. Okay. Gehen wir ein bisschen. So. So. Gut. Dann nehme ich die beiden hier. Nee. Ich glaube, ich nehme die hier. Noch ein großes Fenster. Je mehr, desto besser. Sieht besser aus und schöner. Gut. Dann haben wir das hier auch. Okay. Jetzt will ich die Ecken noch fertig machen. 7. Shift D. R. Rotieren. So. Und jetzt hier auch. Schauen wir nochmal. Ist das der richtige? Ja, ist der richtige. 7. Shift D. R. Nee, andersrum. So. Okay. G. Und hier rüber. Alles klar. Gut, wir nehmen unseren Pfosten hier. Wählen Face Select. Setzen das hier hoch. So. Und schieben das mal nach oben. So. Jedes Mal, wenn wir unseren Pfeiler hier hochziehen, wird unsere Textur auch gezogen. Ja? Aber ist nicht schlimm, das machen wir nachher fertig. So, jetzt den hier auch natürlich. So. Und jetzt wieder 1, aber Steuerung 1. Ja, Steuerung 1, damit wir das jetzt von hinten sehen können. So. Jo, das sieht eigentlich gut aus. Ja, perfekt. Gut, alles klar. Jetzt nehmen wir unseren kleinen Fenster hier. So, einmal 3 Seitenansicht. Scrollen das nach oben und schieben das direkt hier hin. Ja, perfekt. Okay, das sind dann hier, wir machen mal ein Array hier. Geht schneller. So, das ist aber die Y-Achse, nicht die X-Achse. Hier setzen wir ein 0 und hier eine 1. So. Bong. Perfekt. So, das war's. Okay, jetzt müssen wir hier trotzdem den Pfosten nochmal hochsetzen. Ja, das sieht soweit gut aus. Okay. Ja, unsere erste Wand ist fertig.
Ja, genau. So, und das, was jetzt hier ist, komplett, ja, die werden wir jetzt einfach duplizieren und auf der anderen Seite setzen. Ja? So. Gut. Achso, diese Tür jetzt auch heben. Einmal Parenten, Steuerung P, einmal überprüfen. Jawohl. Gut. So, und die schieben wir erstmal hier zur Seite. So. Gut. Alles hier duplizieren, außer die Sonne. Ich schiebe mal die Sonne mal zur Seite hier. Die brauchen wir überhaupt nicht. So, nochmal. Einmal überprüfen, ob alles gewählt ist. Jo, sieht gut aus. Shift D duplizieren. So, okay. Und jetzt machen wir nur noch eins. S, X-Richtung, minus 1 und Enter. Schauen wir uns das mal an, ob das was geworden ist. Ja, perfekt. Wir haben sozusagen die ganzen Objekte einfach spiegelverkehrt skaliert auf der X-Richtung. Und schon haben wir es auf beiden Seiten. Ihr könnt natürlich jetzt hier wieder noch rumspielen, wenn ihr auf dieser Seite irgendwie die Wand anders aussehen, also sollte, das ist euch überlassen. Ja? Jetzt wisst ihr aber, wie es funktioniert. Schön mit den Steuerungstasten rumspielen und dann schön einrasten. Ja? Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe gar nicht daran gedacht, ob das hier damit jetzt in der Höhe passt. Wir nehmen mal... Achso, das war ein Array, ja. So, Shift D, duplizieren die obere hier, gehen auf 7 Top-Ansicht. Machen wir das mal so rüber. So. Gehen hier ein bisschen näher ran. So. R, Steuerung-Taste gedrückt und dann einmal drehen. So, schauen wir mal, ob wir die Richtung... Ja, die Richtung ist schon richtig. So. Und jetzt setzen wir das mal hier rüber. So, 1. Und schieben das mal hier nach vorne. So. Aha, okay. Gut, jetzt seht ihr das. Das passt überhaupt nicht. Wir gehen erstmal einen Schritt zurück hier. Oder 2. Ja, so. Gut. Und werden mal, was haben wir denn hier? Das sind, genau, 1, 2, 3, 4. Das ist 4 Meter hier. Ja, 4 Meter Raster. Das bedeutet, dann werden wir einfach diese komplette Wand hier. Ja. Oder wir halten uns hier dran. Das geht auch natürlich. So, das sind jetzt hier 50. Ja. So. Und schieben das einfach so ran. So. Soweit, so gut. Ja, ist doch perfekt. Alles klar. Gut. Jetzt nehmen wir diesen hier. 7, Shift D und bringen das nach hinten hin. So. Ich rotiere das jetzt nicht. Ich sage jetzt S, Y, minus 1. Und rotiere das nochmal. So, jetzt haben wir das spiegelverkehrt in die entgegengesetzte Richtung skaliert. Ja. Oh, schon fast fertig hier. Super. Gut. Alles klar. So, jetzt machen wir uns Gedanken. Ich möchte auf jeden Fall von diesem großen Fenster hier welche setzen. Der Eingang sollte schon ein bisschen auffällig wirken. Ja. So, und hier kommt eine große Schiebetür noch rein. Die habe ich noch nicht erstellt, weil ich nicht wusste jetzt, wie breit oder wie lang das sein wird.
aber das ist ja kein Problem. Gut, jetzt nehmen wir unseren Tor hier, so ein Metalltor ist das noch, den schieben wir mal hier rüber. So. Das ist so eine Art Eingangstor noch, so eine große. So. R, rotieren das. Schieben das mal schon mal hier hin. Und schieben das mal so. Schauen wir das mal an. Ah, 5 cm. Okay, 50 cm muss er noch rein. Gut. So. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Und schieben das mal rein. So. Na siehste. Okay. Super. Gut, dann suchen wir uns mal ein Fenster aus. Ich nehme mal die hier. Shift D. So. Rotieren das einmal in die Richtung. So. So. Schauen wir uns das mal an. Okay, klar. Machen wir das mal so. So. Oder machen wir es ganz anders. Wir schieben das mal hier rüber. So. Und setzen jetzt hier ein Array. Array. Jetzt ist das die X-Richtung. Ja. Die Frage ist nur. Ach so. Jetzt für euch. Ihr macht jetzt ein Array hier und seht, das klappt gar nicht, weil das in der Y-Achse rübergeht. So, und jetzt kommt wieder eine Erklärung von mir. Warum ist das so? Also, von Anfang erklärt, das ist ein Einsteiger-Tutorial, ja, für Anfänger. Wenn ihr solche Fälle habt, warum passiert das nicht? Ganz einfach. Wir spielen die ganze Zeit mit den Objekten rum. Was heißt spielen? Wir rotieren, wir skalieren und das haben wir die ganze Zeit gemacht. Ich habe gerade einige zum Beispiel in der spiegelverkehrten Richtung skaliert und dann haben wir die rotiert. Dadurch ändert sich natürlich die Objektdaten. Ja? So. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal den wieder raus, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, Steuerung A, so, apply die Rotation. Nur die Rotation hier. So, jetzt habe ich applied, ja, und jetzt setze ich nochmal ein Array und schon ist das wieder richtig. Ja? Okay. So, und jetzt setzen wir noch einen drüber. So. Das Schöne am Array ist, dass die Textur sich fließend mit den anderen Objekten verteilt. Ja, ihr seht das schon. Wir werden aber daran noch arbeiten. Das ist viel zu viel hier. Das ist ja, kann nicht sein, dass es überall auf der ganzen Fläche solche Putzflecken sind. Das werden wir nachher ändern. Ja? Okay. Gut. Jetzt habe ich hier eine große Öffnung. Jetzt muss ich selber gucken, ob es überhaupt so große Öffnungen in der Breite gibt. Es soll ja eine Schiebetür sein, aber ob ich jetzt diese eine große Fenster nehme oder wir machen das ganz anders. Ich nehme jetzt diese hier, Shift D. Ihr merkt ja schon, ich habe hier nichts geplant, es ist einfach spontan. Ja, ich mache das hier gerade direkt spontan. So. Wir gehen auf 1. So, setz noch den doch hin. Ich gehe mal nochmal und schieb den mal rein. So, doch, so ist das besser. Ja, so ist das auf jeden Fall besser. Und genau. Für den Fall, wenn wir hier nochmal, genau, hier kommt nochmal ein Schiebetor rein. Ja, okay. So, das ist schon mal fertig. Dann lass uns mal die Rückseite fertig machen. Jetzt weiß ich nicht, die Rückseite ist eigentlich meistens immer geschlossen. Das wird auch wahrscheinlich so sein, weil, oder zumindest hier, ja, zumindest hier. Ich werde hier einfach mal ein Array setzen, den unteren Bereich. So, so. Und hier genauso wieder derselbe Fehler.
ja, er zeigt Faktor 1 in der x-Richtung, obwohl er in der y-Richtung jetzt Array setzt. Einfach Steuerung A, Rotation und schon ist es wieder richtig. Und das nächste Ding jetzt, er geht in diese Richtung. Ja, das ist klar. Die Array geht immer Richtung Plus. So, aber da möchte ich jetzt nichts ändern. Ich gebe hier einfach -1 ein. So, dann zeigt er es in eine spiegelverkehrte Richtung. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir das hier schon mal zu. Genau. Vielleicht wird das hier, kommt vielleicht ein Nebengebäude, hier ist ein Büro. Ich weiß es nicht, aber wir können noch einiges hier noch ändern. Deswegen haben wir das ja extra in so Rasterobjekten erstellt, dass wir jederzeit hier flexibel sein können. Ja? Gut, dann nehmen wir einfach mal diesen großen Fenster hier. Jetzt habe ich gerade dafür Lust und setze sie mal einfach hinten rein. So. Rotieren das. Und schieben das mal hier rüber. Einmal Komma, ranzoomen. So. Steuerung 1 von hinten gesehen. Und 7. So. Okay. Und hier auch. Array. Hier auch. Steuerung A, Rotation, Apply, -1 und noch eins. So, und rein damit. So, perfekt. Alles klar. So Leute, das war's für diesen Part. Ja, den Rest könnt ihr euch selber mal ausmachen. Und ich bin eigentlich neugierig, was ihr aus diesem Tutorial jetzt gelernt habt, wie euer Gebäude aussieht. Und wenn ihr vielleicht Lust habt, könnt ihr das ja in den Kommentaren Links setzen. Schaue ich mir das auch nochmal an. Ja, bin mal selber neugierig, wie meine Follower das hier nachverfolgen, ob das alles gut geklappt hat. Wenn nicht, wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Und dann machen wir weiter. Im nächsten Part erstellen wir unseren Schiebetor. Ja, das wird wahrscheinlich ein Tutorial werden hier für das Schiebetor, weil da kommt einiges auf uns zu. Da werden wir Profile setzen, da werden wir Rahmen setzen und so weiter und so fort. Okay, denkt an die Likes, ja, damit es sich auch lohnt, diese Tutorials zu drehen. Und ja, ich sage viel Spaß, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns, ciao.